Jetzt Hefte raus, Klassenarbeit. Den Witz habe ich schon mal gebracht, ne? Ihr lacht trotzdem. Das ist super. Wir haben jetzt FAQ, wir sind 2 Piranhas, also von Piranha Bytes und machen Computerspiele. Hallo. Und machen jetzt Fragerunde. Ihr habt uns Fragen gestellt, wir versuchen die zu beantworten. Genau. So, Community-Fragen. Das ist auch schon wieder eine Frage, wo ich dachte so, krass, das ist gar nicht mein Bereich und ich hoffe, dass du das beantworten kannst. Ach Gott. Was, also, wie kriege ich eine nahtlose Textur hin? Zum Beispiel bei einem nicht gleichmäßigen Würfel. Muss man den Würfel abwickeln? Steht hier? Abwickeln. Abwickeln? Ah, abwickeln. Abwickeln. Alles klar. Oder geht das auch einfacher? Ja, es Sollte, gibt soll ich die Frage noch endlich? Ja. Sollte ein Buchstabenmodell zum Beispiel an einem Stück gebaut werden oder wie ich es gemacht habe in Blender, mehrere Würfel zusammengesetzt? Okay, das ist schon viel zu konkret und viel zu kompliziert. Das kann ich nicht beantworten, weil ich kein 3D-Artist bin. Aber was ich beantworten kann, ist, wie man eine Seamless Texture macht. Das heißt also, du hast halt irgendwie 4 Ränder von so einem Bild, wo was drauf ist und so, und du schiebst den Rahmen, ja, im Grunde genommen so, dass du ein Kreuz hast, dass also die untere Ecke da ist und die dann, dass es sich im Grunde genommen wiederholt 4-mal. Und dann gehst du, ja, mit einem Reparaturpinsel, gehst du dann drüber und reparierst die Schnittkanten, die da entstehen. Und so hast du eine Textur, ja, die du ziehen kannst so und überall irgendwie würfelmäßig drauf machen kannst, die endlos ist. Die kachelt natürlich, das heißt also, die Elemente, die wiederholen sich, da siehst du ein bestimmtes Muster, was sich immer wiederholt, aber du siehst nicht, wo sie anfängt und wo sie aufhört. Das funktioniert. Das macht man meistens in Photoshop, sowas, ja. So, und das machst du dann und diese Modellfragen müsste man mal einen 3D-Modeler fragen, weil ob jetzt in Blender mit irgendwelchen Würfeln hin und her, ich bin kein 3D-Artist. Also was ich gesehen habe, wenn wir über die Schulter gucken, also erstens arbeiten wir auch mit Blender. Ja. Und die arbeiten nicht mit Würfeln, die sie ineinander stecken. Ja. Ja, sondern das ist dann schon eine Figur und die kriegt dann die Textur, ja, die seamless ist. Ja. Ich hoffe, dass das ein bisschen hilft. Ansonsten gibt es bestimmt auch super Tutorials auf YouTube. Absolut. Es gab für alles immer ein Tutorial. Das hat uns zum Beispiel sehr geholfen. So, die nächste Frage ist... Das ist auch eine geile Frage, ey. Liebe Beißfische, ich habe auf der Playstation gerade mit Risen 3 angefangen. Obwohl mir Fantasy-Szenarien nicht so zusagen und lieber Endzeit- oder Postapokalypse und natürlich zuerst mir die Credits angesehen. Da ist mir aufgefallen, dass die Entwickler dabei einen sehr geringen Anteil haben und der Publisher und seine Mitarbeiter bis zur Ermüdung aufgeführt werden. Jetzt kommt die Frage. Ist das die normale Arbeitsteilung? Das ist die Phase 6. Das ist die Würdigung der Unbeteiligten. Das ist ein Witz. Okay, ist nur ein Scherz. Das ist ein Witz, ja. Ja, das beleuchtet diesen Umstand, ja, dass Leute, die einen kleineren Beitrag geleistet haben, trotzdem aufgelistet werden. Ja. So, ja. Das heißt, der Vollständigkeit halber jeder, der seinen Beitrag geleistet hat. Und der oben steht, ist klassischerweise der den meisten Anteil hat. Das heißt, der Entwickler steht ganz oben, so, ja, und so weiter. So, wer die größte Verantwortung hat und wie die Teams dann, welches Team jetzt wo und so weiter. Das geht dann von oben nach unten der Wichtigkeit halber, so, oder der Anteile, die du hast, so, ja. Eine Mischung aus Verantwortung, Risiko, was du gehst, ja, mit deinem Namen da stehst oder ne, weißt du, das erste, was genannt wird bei uns ist beispielsweise der Geschäftsführer unseres Ladens, so. Genau. Der macht am Spiel selber weniger, dafür hat er aber die Verantwortung, so, und ist halt derjenige, der, ne, dafür belangt wird, wenn irgendwas und so weiter, ne, so, als zweites kommt dann ich und ne, so, und dann kommen andere Leute, die da bei uns Entwickler sitzen und so, und das sind halt nicht so viele. So, deswegen haben wir da nur diese Zahl von Leuten stehen, die so ungefähr so 35 Leute immer sind, ne? Das sind auch mal Leute, die da sind, während des Projektes Aktuell immer sind wir gehen. 35, genau. Genau, aber da stehen dann immer mehr Leute dann, weil halt gehen noch mal Leute weg und sind nur ein halbes Projekt dabei oder sowas. Das sind halt mehr Namen, als wir eigentlich
immer so permanent da sind und am Spiel arbeiten, so, ne? Und darunter kommen halt alle, die auch noch einen Beitrag geleistet haben. Die sind ja auch nicht minder wichtig, weil man braucht die ja auch, ne? Wie zum Beispiel eine QA oder die Sprecher, ja, die Synchronsprecher auf Englisch, auf Deutsch, auf was weiß ich und so weiter. Die stehen dann da und das, ja. Ist auch nicht personengranular. Das heißt, wenn du jetzt guckst, irgendwie zum Beispiel Programmierer und dann stehen dann die Programmierer da, wer ist denn davon jetzt wichtiger als der andere? Gar nicht, oder, ne? Wenn da keiner ein Lead ist, was bei uns der Fall ist, der steht dann weiter oben, dann sind die anderen zum Beispiel alphabetisch geordnet, damit man eben jedem gerecht wird. Und ansonsten sieht man, wie Credits aufgebaut sind anhand der Themen, ja. Also wie Björn schon gesagt hat, oben ist der Entwickler. Und der Publisher ist ja nicht einfach nur der Publisher, sondern da ist zum Beispiel der Producer, der viel mit uns arbeitet, der steht relativ weit oben. Dann stehen die Verantwortlichen auch relativ weit oben. Aber es stehen auch ganz viele Leute, die irgendwie Teilbereiche gemacht haben. Zum Beispiel Leute, die jetzt zum Beispiel Animationen oder Schauspieler, die zum Beispiel in so Anzüge gesteckt werden, sind zum Beispiel aufgelistet. Oder die ganzen Sprecher in unterschiedlichen Sprachen. Ja, da haben wir schon gar nichts mehr mit zu tun, dass zum Beispiel irgendwie Polnisch auch noch synchronisiert wird, aber die stehen natürlich auch in den Credits dann und solche Sachen. Teilweise stehen sogar Leute in den Credits, die an einem Trailer mitgearbeitet haben und gar nichts mit dem Spiel zu tun hatten. Und normalerweise sieht man an den Überschriften dann immer, was ist das denn jetzt genau? Und wenn man diese Begrifflichkeit kennt, also was das bedeutet, dann sieht man auch ungefähr, was für einen Anteil der hatte oder ob er überhaupt einen Anteil am Spiel hatte oder nur an den Umständen, wie das Ganze vonstatten gegangen. Also wir zum Beispiel vertreiben unsere Spiele ja auch nicht selber, deswegen macht der Publisher bei uns auch die Distribution und bestellt, was weiß ich, Palettenplätze in irgendeinem Laden und die Person, die diese Palettenplätze bestellt, die steht da auch drin. Das ist auch eine wichtige Aufgabe. Und das muss auch sein, sonst würden wir unser Spiel nicht verkaufen. Richtig. Aber hat nichts direkt mit der Entwicklung zu tun. Ja. So ungefähr muss man sich das vorstellen mit den Credits. Yep. So. Ich hoffe, das beantwortet die Frage auf jeden Fall. Ist auch, ne, wenn man das nicht weiß irgendwie, vor allem die Begrifflichkeiten. Find's trotzdem lustig. Da fragt jemand, baut ihr euer Team oder einzelne Personen in Form von NPCs eigentlich in eure Spiele ein? Und wenn ja, gibt es irgendwo eine Übersicht davon? Nein. Nein. Haben wir nie gemacht. Ne? Ich glaube, einmal Carsten Edenfeld war als Charakter drin, aber ob er es wirklich ins Spiel geschafft hat, weiß ich gar nicht. Mhm. Ne? Der war mal, seinen Kopf hatten wir mal eingescannt oder irgendwie das war zu Gothic-Zeiten, noch Gothic 2 oder irgendwie sowas, wo wir ein paar Sachen ausgetestet haben. Aber sonst, alle anderen Ähnlichkeiten sind tatsächlich zufällig. Das haben wir nie mit Absicht gemacht. Wir haben, glaube ich, mal ein paar Prominente gescannt oder irgendwie Fotos mal mit rumexperimentiert, ja, aber wir selber eigentlich nicht. Genau. Und die darfst du ja dann auch nicht drin behalten, deswegen müssen wir die immer so krass wieder abändern, dass sie da auch nicht mehr drin sind am Ende des Tages. Ich weiß, da wird viel behauptet immer, ne, dass ich zum Beispiel irgendwie der Reislord sei oder Scrappy oder so, aber sowas haben wir nie beabsichtigt. Das ist reiner Zufall. Was wir stattdessen machen, ist, dass sich jeder irgendwie meistens mit irgendwelchen Gimmicks verewigt. Ja. Also zum Beispiel mit Geburtsdaten, die dann reinwandern, oder wir hatten jetzt auch in Elex 2 wieder so einen Friedhof, wo dann das Team draufsteht auf unterschiedlichen Grabsteinen und solche Sachen. Also sowas machen wir immer ganz gerne. Mhm. Oder persönliche Vorlieben dann, was weiß ich, bei Elex 1 zum Beispiel hatte der Harry irgendwie seine Rollenspielrunde irgendwie mit reingebracht und das sind so ein paar Skelette, die an einem Tisch sitzen. Ja, und irgendwann mal gestorben sind. Haben, ja. Aber Harry und Amadeus haben zumindest 2 Charaktere gebaut. Der eine heißt Harry, der andere Amadeus. So, aber die haben nicht sich selber eingebaut. So, als Figur. Als Figur nicht. Nee, das stimmt. Ja. Gut, ich glaube, diese Frage haben wir im Grunde genommen auch in einer der letzten Fragen schon so ein bisschen beantwortet. Ich lese trotzdem noch mal vor. Bleibt ihr eigentlich bei Science Fantasy jetzt? Oder wollt ihr euch auch mal an was ganz anderem probieren? Persönlich spiele ich genau die Art Spiele gerne, die ihr bisher entwickelt habt. Daher würde ich mir wünschen, wenn ihr eurer Linie treu bleibt und sich gegebenenfalls nur das Setting ändert, in der das Game spielt. Ja, wir werden unsere Spiele so weitermachen wie bisher und gegebenenfalls ändert sich nochmal das Setting. Kann man so stehen lassen, ne? Ich persönlich bin ja auch ein Freund davon, niemals nie zu sagen. Richtig. Ne? Weil manchmal kommst du doch auf eine bescheuerte Idee und sagst, das setzt sich jetzt um irgendwie, das steht aber nicht auf der Agenda aktuell. Das ist richtig. Also ist schon ganz cool. Ja. So. Ja. Ich mag auch auf Open-World-Rollenspiele voll gerne und die Settings mag
liegen uns natürlich auch, sonst hätten wir sie ja nicht gewählt. Ja. Ne? Wenn wir keinen Bock drauf gehabt hätten. Ja, die nächste Frage ist, haben wir auch schon mal drüber gesprochen, das ist ein bisschen lustig. Könnt ihr euch vorstellen, in Zukunft mal eine Ego-Perspektive in euren Spielen anzubieten, fragt hier jemand. Das ist eine ganz aktuelle Frage tatsächlich. Ja. Entschuldigung. Haben wir schon mal gemacht. Ist immer eine Überlegung wert, macht aber mehr Arbeit. So, ne? Das heißt, wenn man jetzt beispielsweise VR anbieten wollen würde, käme man nicht drum rum, beispielsweise, wenn man es sinnvoll einbauen will. Auch hier wieder, ja, es gibt auch 3D, so Third-Person VR-Spiele, aber nein. VR ist Ego-Perspektive. So, so cool, ja, ganz einfach. So, und kann man sich vorstellen, ist geil. Wie gesagt, ich habe ja auch schon viele Spiele gespielt mit VR und so, und das ist auf jeden Fall etwas, aber es ist immer noch eine Nische. So, das heißt, VR als Argument zu nehmen, reicht momentan jedenfalls allein noch nicht aus. Ja, ansonsten, ja, ich höre noch den Aufschrei von am Anfang, wo CD Projekt gesagt hat, dass Cyberpunk in der Ego-Perspektive stattfinden soll. Da gab es 2 Lager, die sich dann gegenseitig im Internet zerfetzt haben und so. Ne, das geht aber nicht, das muss aber im Endeffekt, ja, klar kann man das machen. Macht man dann 2 Spiele, ist dann die Frage. Nimmt man das eine raus und macht nur noch das, weil man muss das ja dann auch vernünftig umsetzen können. Das ist eine Aufwandsfrage. Haben wir immer mit, lassen wir es besser weg, beantwortet bisher. Aber auch an der Stelle, sag niemals nie. Ja, finde ich auch spannend irgendwie. Gibt's dann unter euch auch diese Fraktionen, die da sagen, nee, dann kaufe ich aber keine Piranha-Bytes-Spiele mehr oder sowas? Oder nicht? Oder Könnte sagt gut ihr, sein, ja. ach doch, warum nicht? Würde ich ausprobieren oder sowas in der Art? Seid ihr da offener? Seid ihr da strikt? Wie seid ihr da drauf? Schreibt es gerne mal rein. Frage, ja. Und unbedingt auch unter diese Folge wieder, wenn ihr auch noch weitere Fragen habt zu den Themen, die wir besprochen haben, oder andere Themen, die euch unter den Nägeln brennen, dann schreibt bitte gerne eure Fragen auch hier unter diese Folge oder unter die anderen Folgen. Wir gucken uns alle Kommentare an. Also schreibt fleißig. Okay, da fragt jemand, finde ich auch eine schöne Frage, wo seht ihr Piranhas in der Selbsteinschätzung eure größte Stärke und eure größte Schwäche? Boah. Wüsste ich schon, was ich darauf antworten würde. Na, mach mal. Ja? Ich wüsste es auch, aber ja, mach du mal als erstes. Also, schönerweise ist die größte Stärke auch etwas, was wir in dieser Folge hier besprochen haben. Ich glaube, wir haben immer unglaublich viel Leidenschaft mitgebracht, um unsere Spiele zu machen. Ja. Und das macht unwahrscheinlich viel Bock. Also ich weiß, ich war vorher Sozialpädagogin und das ist auch ein wichtiger und schöner Beruf. Grundsätzlich soziale Berufe unterbezahlt aus meiner Sicht. Aber das hier jetzt, das könnte ich machen, bis ich alt und schrumpelig bin. Weil das einfach eine kreative Arbeit ist, die ich wirklich gerne mache. Und dann hat man am Ende irgendwie auch so eine Art Erfolgserlebnis, dass du sagst, boah, super, guck mal, das habe ich gemacht oder mitgemacht und das ist etwas ganz Tolles. Also die Leidenschaft ist etwas, das macht uns wirklich aus und unseren Laden bestimmt auch. Auch bestimmt das Familiäre, aber das vor allem. Und die größte Schwäche, würde ich sagen, ist etwas, das einem Computerspieleentwickler ganz typisch ist, was uns auch bestimmt die letzten 20 Jahre immer wieder begleitet hat. Das ist allen Newbies auch irgendwie, ja, weiß ich ja, aber dann machen sie es trotzdem immer wieder. Das ist so, wenn du ein kreativer Entwickler bist oder eine kreative Entwicklerin, dann stellst du dir unglaublich viele Dinge vor, die man machen könnte. Es gibt immer 1000 Ideen und 1000 Möglichkeiten und so viel und hätte, wenn und aber. Aber es ist ganz wichtig, dass man sich bei der Arbeit auch fokussiert auf das, was man macht. Dass man quasi sagt, ich plane das und bleibe jetzt dabei und ändere nicht nochmal was. Und manchmal ist es bei einem Entwickler so, da ist das, was man essen will, also die Augen sind größer als der Magen, ja. Weil du dir immer so viel sagst, man könnte ja doch noch, und dann muss man aber auch manchmal die Finger davon lassen. Damit es halt fertig wird, damit es so bleiben kann, wie es ist, damit man nicht nochmal was kaputt macht. Und das ist wirklich, wirklich schwer. Ich würde sagen, das ist die größte Schwäche. Kann ich so unterschreiben? Eine Sache würde ich ergänzen. Also erstmal bei den Stärken ich werde immer gefragt, worauf bist du denn am meisten stolz? Dann sage ich immer das Team. Weil das ist das Wichtigste. Und das ist auch unsere Stärke, dass unser Team an einem Strang zieht, dass wir immer uns irgendwie zusammenraufen und
durch dick und dünn gehen, so schlimm wie es immer geworden ist oder wie geil es auch war und hin und her, dass wir nie einen Höhenflug hatten, dass wir durchgedreht sind oder auch, dass wir uns halt nicht irgendwie haben beirren lassen, unseren Weg immer gegangen sind. Das halte ich für unsere Stärke. Und eine unserer Schwächen ist auf jeden Fall unsere hohe Emotionalität. Ja, das heißt, dass alles immer sofort durchgeht, was wir so machen, so, ne, oder wie wir kritisiert werden oder was halt so, wenn Sachen passieren, die unvorhergesehen sind, dass man sich selber kasteit, dass man sagt, Mensch, da hätte ich aber besser performen müssen oder dass irgendeiner tatsächlich irgendwie ein großes gesundheitliches Problem hat und für ein paar Wochen ausfällt oder irgendwie sowas, was eigentlich nicht schlimm ist, aber was einen selber dann total emotional dann irgendwie packt und sagt, das kann ich aber eigentlich nicht machen, das kann ich den anderen nicht antun, ich muss jetzt irgendwie funktionieren und so, und dann kommt man in so eine Drang, so ein Kloß im Hals irgendwie und man muss das und so weiter. Diese hohe Emotionalität. Ich glaube, das ist eine Sache, die müssen wir echt lernen, dass wir da ein bisschen besser mit umgehen auch und so müssen wir fortwährend dran arbeiten, will ich damit sagen, weil wir machen das eigentlich schon ganz gut. Uns gibt's ja auch immer noch, ne? Aber es gibt auch schon so Sachen, dass man sagt, okay, man muss auch irgendwann mal auf seine Gesundheit gucken, weil der Wunsch, immer alles gut zu machen und geil zu machen und so weiter, der ist immer da. So, ja. Und wir machen das schon so lange und auch mit wirklich viel frischen Wind und viel Feedback von außen auch, nicht nur irgendwelche Experten, die uns beraten, sondern auch ihr als Spieler kommt zu uns und sagt uns, was ihr von uns erwartet, was ihr blöd fandet oder was gut war und so weiter. Und das packt uns sofort emotional. So, ja, das kann eine Stärke sein, wenn es eine positive Energie freisetzt. Es kann aber auch eine Schwäche sein, wenn man sich davon runterziehen lassen kann. So, das funktioniert auch ganz gut und da arbeiten wir immer dran. Das würde ich auch als Schwäche bezeichnen. So, wir kriegen das schon immer alles hin, müsst euch keine Sorgen machen und so weiter, dass wir jetzt irgendwie verrückt werden oder irgendwie die Flint ins Korn schmeißen oder so. Aber das ist schon eine Sache, an der wir tagtäglich immer arbeiten müssen. Ja. Ja. Das beantwortet hoffentlich die Frage. Ja. Und dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns nächste Woche. Schreibt eure Kommentare und Fragen gerne hier drunter und bis bald. Bis bald. Macht's gut. Ja. Tschüss. Ja, emotional. Emotional sind wir alle. Stimmt. Ja, kommt aber mit der Leidenschaft. Das ist halt so. Das eine geht nicht ohne das andere.